Children's work is very close to my heart. Children usually have just, they're maybe 0.5 or something like that. This is not on the lower lines of the eye chart. And also children are wonderful in the sense that they just do it. If it's fun, they will do it. So I have consistently, all over the world, including Asia, between 15 and 25% improvement after the workshop, which is 3 hours, usually with a weekend in between. And they will go to the bottom line of the eye chart, and then they have magic eyes. So it's a lot of fun. We do drawings, and we do things like here there's some drawings of the children from the workshop. And they get this book here, where we do fun exercises. And it's working between parent and child. So there must be an adult, must be a parent with the child, and the two of them work together to get the eyesight back of the child. To give you an example, 8-year-old Max in Berlin, he came in, he had 0.5, and then I taught him the exercise, and in half an hour, or in 20 minutes, he came back and said, I can see the bottom line. And then he went and played for the other 4.5 hours of the workshop, and I saw him 1 year later, so I said to Max, your eagle eyes. And then from 3 meters, he could tell me the letters backwards and forwards on the bottom line of the eye chart. So either Max has an incredible memory, or he has good eyesight. Mm-hmm. So this happens, in many wonderful ways with children. So this is really my dream is that all parents should have a choice. When you're 9-year-old, come home from school with a note, can't see the classroom board, that you have, rather than going to the optometrist, which put glasses on it that corrects, and this is very effective, but you're still nearsighted when you take the glasses off, right? So my approach is different. It is actually regaining the natural eyesight that you're born with. And with children, this is incredibly fast. People are just amazed at how quickly it goes. And then you just need to maintain it. And this, like for example, I was just in Mexico. I worked with a boy there 5 years ago. And I saw his father, and he said, well, he's still fine. And this was just after 1 hour. So these children often can, within a very short period of time, it's miraculous. That's why we call it magic eyes. This could be related to the fact now that there are more families that are multi-parent. So children have several fathers or several mothers, for that matter. So there are sometimes psychological things that are involved. But mostly it is basically an overuse. Because many children nowadays, they play video games. So these are contributing factors that we are not using our eyes like our fathers and grandfathers did. They didn't have TV, first of all, they didn't have computers. So they would use their eyes near and middle, and they would look at the weather and things like that. Ja, ich bin sehr froh, dass wir hergekommen sind, und ich bin auch beeindruckt, wie einfach die Übungen sind. Es ist nicht kompliziert, und das ist ja so wichtig überhaupt für Kinder. Und wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann würde ich mir wünschen, dass alle Optiker, alle Augenärzte das kennen. Ich habe Übungen gemacht, die mir Spaß gemacht haben, und habe geübt daheim, und das war halt sehr schön. Ja. Tiger. Schmetterling zusammen, das mit dem Tannenbaum und der Blume, mit dem Werfling in den Augen, die Hände reiben und die über die Augen zu legen, das mit dem Stab, den anzugucken, dass er gleich ist überall, das mit der Schnur, weil dass man keine Brille aufsetzen soll, eine Tabelle, mit dem Clown, dass man gegen die Sonne gucken soll. Ja. Where did you start? Where did you start? Remember? 2025 and 2025? and 2030. Okay, so you started here. Hier begonnen. 2025. And what? Ich bin die Mama von Tobias, und eigentlich wollte ich das Seminar letztes Jahr schon besuchen, und da war ich hochschwanger.
Und nachdem jetzt mein Sohn über Augenermüdungserscheinungen geklagt hat und er würde manches nicht mehr so richtig ganz klar und scharf sehen, habe ich gedacht, jetzt nehme ich die Gelegenheit wahr. Und wir sind aus Baden-Württemberg hierher nach Salzburg gekommen, um an diesem Seminar teilzunehmen. Und das Ergebnis ist phänomenal, weil er hat jetzt wieder Adleraugen. Und das freut mich ungemein. Und ich wünsche mir, dass alle Kinder diese Chance haben. Ich muss sagen, grundsätzlich bin ich sehr glücklich darüber, dass ich meinen Mann kenne, denn er hat diesen Workshop vor mir besucht, hat mir also davon erzählt, ist sehr begeistert, trägt mittlerweile keine Lesebrille mehr und es ging ihm eigentlich um unsere 3 Kinder. 2 von den beiden sind hier, eins davon hat bereits magische Augen und ich habe mir dann gedacht, das ist es, ich möchte das auch versuchen. Und ich sitze jetzt auch mit magischen Augen hier. Und ich denke mir, wenn ich das einfach früher gewusst hätte, wäre ich sicher nie mit Brillen herumgelaufen und meine Kinder eben auch nicht. Und es wäre mir auch ein Anliegen, dass es einfach bekannter wird und dass die Leute die Möglichkeit bekommen, die Brille loszuwerden und einfach glücklich zu sein. Also eine andere Lebensfreude erkennen können, das Selbstwertgefühl steigt und alle diese Dinge, die damit einfließen. Hallo, ich heiße Christine. Ich habe auch bei diesen Augen-Sehtraining mitgemacht und mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mit meiner Mama oft zu Hause geübt und es war sehr lustig. Okay, we give you the benefit of the doubt.